herzlich willkommen bei Sugar Princess und im Sugar Princess Christmas Cookie Club 2018. Das ist das 5. Mal, dass ich diesen Adventskalender durchführe und ich freue mich wieder über ganz viele tolle Gäste. Wie immer könnt ihr im Kalender auch einiges gewinnen. Schaut also unbedingt auch auf dem Blog vorbei. Ja, heute habe ich euch Limetten-Kokosstangen mitgebracht und das ist wirklich eins unserer absoluten Lieblings-Adventsrezepte, seitdem Sophie, meine älteste Tochter, das vor einigen Jahren mal gemacht hat. Seitdem muss es einfach jedes Jahr auf den Adventsteller und es ist ganz einfach und ich zeige euch jetzt die Zutaten. An Zutaten benötigt ihr 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm weiche Butter, 30 Gramm Zitronat und zwar fein gehackt oder fein gerieben. Ihr braucht den Abrieb und den Saft von 2 Bio-Limetten, 80 Gramm Kokosraspel und zwar 40 Gramm für den Teig und 40 Gramm einfach zum Wälzen oder zum Drüberstreuen und 2 Eier. Ihr benötigt einen Spritzbeutel oder einen Gefrierbeutel, davon einfach dann die Spitze abschneiden und am besten eine Reibe und einen, wenn ihr habt, einen Zessenreißer, ist aber nicht unbedingt notwendig. Für den Guss benötigt ihr 100 Gramm Puderzucker, den Saft von den 2 Limetten. Als erstes heizt ihr euch den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 150 Grad Umluft vor. Der Teig ist super schnell hergestellt. Als erstes werden wir jetzt uns einfach die Butter mit dem Zucker und dem Limettenschalenabbrieb verrühren. Die weiche Butter, die sollte schon ein bisschen draußen gestanden sein, in die Schüssel geben. Kann auch in Würfeln sein, den Zucker hinzugeben. Und jetzt wollen wir noch den Abrieb von unseren beiden Limetten einfach gerade drüber reiben. Jetzt kratzen wir uns das Ganze noch mal einmal runter, damit die Eier dann auch gut verrührt werden mit der Butter-Zuckermasse. Jetzt können wir die Eier nacheinander unterrühren. Und zum Schluss vermischen wir uns jetzt das Mehl mit den 40 Gramm Kokosraspeln und geben es mit dem Zitronat noch dazu. Der Teig ist mir etwas zu fest geworden. Ich gebe jetzt einfach noch ein Löffelchen Milch dazu. Der Teig ist jetzt fertig und je nachdem, wie die Konsistenz bei euch ist, das liegt manchmal an der Größe der Eier oder am Mehl, das lässt sich jetzt nicht so 100% sagen. Also er sollte so sein, dass man ihn dann eben auch in einen Spritzbeutel tun kann und dass es nicht zu fest ist, dass man ihn auch spritzen kann. Durch den Gebrauch eines Spritzbeutels wird das Ganze gleichmäßiger und natürlich schöner dann im Endeffekt. Deswegen schaut einfach, dass ihr die richtige Konsistenz zum Spritzen des Teigs habt. Den Teig könnt ihr euch jetzt in euren Spritzbeutel füllen. Und dann einfach hier vorne die Spitze abschneiden in der Größe, die die Stangen dann später annehmen sollen. Also ich schneide es jetzt nicht ganz so dick, sondern vielleicht ungefähr hier. Jetzt könnt ihr euch den Teig nach vorne drücken, am besten mit einer Teigkarte, dann gibt es keine Luftblasen. Ich habe ein Backblech mit Backpapier belegt und zwar habe ich es auch ein bisschen angeklebt mit etwas Butter unten, damit es mir jetzt nicht entgegenkommt, weil der Teig etwas klebrig ist. Und jetzt spritze ich mit dem Spritzbeutel einfach in gewissen Abständen 5 cm lange Stangen. Und hier nebendran steht ein Glas, ein Schälchen mit Wasser, mit kaltem Wasser. Und da kann man dann ganz gut die Finger reinstippen und die Stäbchen noch etwas formen. Dann klebt der Teig auch nicht fest. Also dieses Eckchen hier, das kann man jetzt noch ein bisschen formen. Einfach gerade entweder mit dem Pinsel oder mit dem sauberen Finger gerade ein bisschen so zurechtrücken. Und ihr habt eine schöne Stange. Mit der Zeit werden die Stangen auch immer gleichmäßiger, weil man einfach raus hat, wie viel Druck man geben muss. Und ihr könnt sie ja nach eurem Belieben dann auch formen, entweder kürzer oder länger. Und ihr könnt natürlich auch Plätzchen spritzen, wenn euch das lieber ist. Abschließend könnt ihr jetzt noch etwas Kokosraspel über die Stangen geben und dann werden sie im Ofen 12 bis 15 Minuten hellgelb abgebacken. Sie sollten nicht zu dunkel werden, damit sie einfach noch schön mürbe sind. Ihr könnt die Stangen auch ganz leicht noch ein bisschen mit Wasser bepinseln, dann hält das Kokos einfach besser. Nur, dass es einfach besser hält. Und dann nehmt ihr euch den Kokos daher und streut ihn einfach gerade so drüber.
Die Stangen sind fertig und ich gebe sie jetzt für 12 bis 15 Minuten in den Ofen. Und die Zitronen-Kokosstangen sind fertig. Jetzt brauchen sie nur noch den Guss. Bei mir sind jetzt 3 Bleche rausgekommen. Und ihr seht hier, das sind die etwas dunkleren. Die waren so 12 Minuten drin und die waren 10 Minuten drin. Also da könnt ihr auch entscheiden, welche ihr lieber mögt. Also mir persönlich schmecken die hier besser, die helle abgebackenen. Die sind innen drin noch weicher und das finde ich ganz super lecker. Jetzt werde ich mir den Guss anrühren und zwar aus dem Puderzucker und aus dem Saft der Limetten. Ihr könnt das ganze Rezept auch mit Zitronen backen, natürlich. Dann nehmt ihr einfach statt der Limetten eine Zitrone und am Ende auch eine Zitrone für den Puderzuckerguss. Also die Limetten einfach gerade schneiden. Wenn das Messer hier anständig schneiden würde, wäre es gut. Und den Saft auspressen und dann mit dem Puderzucker verrühren zu einem fließfähigen Guss. Also eine Limette reicht. Der Guss ist angerührt und jetzt können wir sie verzieren. Ihr könnt es einfach so drüber träufeln oder einfach auch mit dem Spritzbeutel machen oder direkt ans Bestreichen, wie es euch am besten gefällt. Ich finde es am schönsten, wenn man es so drüber sprenkelt, gerade mit dem Löffel und ganz easy. Und dann kann man sie auch schon probieren. Also, Jo ist inzwischen nach Hause gekommen und wir probieren die Limetten-Kokosstangen mal für euch. Jo hat sich schon seine Lieblings-Kokosstange ausgesucht und zwar, die darfst du jetzt auch nehmen und mal probieren. Schmeckt super lecker. Schmecken super lecker. Ich probiere jetzt auch mal. Ich nehme auch so eine schöne helle hier. Schmecken super schön nach Limette, also richtig frisch. Und aber gleichzeitig halt mit dem Guss auch schön süß, also sauer und süß miteinander zusammen. Innen drin ist ein ganz schöner weicher Kern und außenrum knusprig. Also ein perfektes Adventsgebäck. Ich kann mir auch vorstellen, das Ganze im Sommer zu backen, einfach wegen Zitrone und Kokos oder Limette und Kokos. Das passt einfach super auch ins übrige Jahr. Das heißt, ihr könnt dieses Rezept auch im ganzen Jahr backen und ich wette, das wird eins eurer Lieblingsrezepte. Super lecker, unsere Limetten-Kokosstangen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Schaut unbedingt auf dem Blog vorbei. Vielleicht gibt es wieder was zu gewinnen. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich euch Tschüss.